Der Fiat 132 ist nunmehr seit 2,5 Jahren auf dem Markt. Er wurde von den Italienern als ein Auto passend für ganz Europa entwickelt. Tatsächlich aber fand er nur wenig Freunde. Mit einem Satz, der Fiat 132 war mehr oder weniger ein Reinfall. Die Italiener sahen sich gezwungen, das Auto zu überarbeiten, zu verbessern, zu verändern. Innen wie außen. Das ist in der Zwischenzeit geschehen. Die Stilisten haben Hand angelegt und zunächst einmal die Fensterflächen vergrößert und die Radausschnitte verändert. Und insgesamt haben sie dem Automobil, dem Fiat 132, den Eindruck dürftiger Hochbeinigkeit genommen. Heute präsentiert sich der 132 in einer unauffälligen und durchaus ansprechenden Linienführung. Es ist aus ihm zwar noch immer kein typischer Fiat geworden, aber diese Feststellung sagt natürlich über seine eigentlichen Qualitäten nur wenig. Unser Testobjekt hat den Namen Fiat 132 GLS 1800. Es wird angetrieben von einem 107 PS starken Vierzylinder-Reihenmotor, der in seinem technischen Aufbau mit 2 oben liegenden Nockenwellen eine hochklassige Konstruktion darstellt. Der Motor, kräftig und drehfreudig wie er ist, braucht Tourenzahlen bis zu 6.500 nicht zu scheuen. Seine maximale Leistung erreicht er bei 4.000 Umdrehungen. Dementsprechend gut sind seine Beschleunigungswerte. Wir messen von 0 bis 100. Der erste Gang reicht bis nahezu 50, der zweite über 80. Die 100-Kilometer-Grenze wird nach 11,3 Sekunden erreicht. Zum Vergleich, Audi 100 LS, Beschleunigungswert von 0 auf 100, 11,5 Sekunden. Peugeot 504 GL, 13,2 Sekunden. Und Opel Rekord 1900, 13,9 Sekunden. Von 80 bis 120 benötigt der Fiat 132 9,1 Sekunden. Der Wagen ist üblicherweise mit einem Vierganggetriebe ausgerüstet. Die Schaltung ist durchaus präzise, dabei allerdings störend hart. Fiat bietet im Übrigen noch 2 Varianten an. Ein Fünfganggetriebe für Freunde einer besonders sportlichen Fahrweise und dann noch eine Dreigang-Automatik mit Drehmomentwandler. Der 132 GLS offeriert eine passable Höchstgeschwindigkeit, 171 km pro Stunde. Dabei wird man mit einem ganzen Bündel mechanischer und Windgeräusche konfrontiert. Bei 100 Kilometern Geschwindigkeit sind im Wageninneren immerhin noch 76 Phonen zu registrieren. Neben der zum Teil aufdringlichen Begleitmusik lässt die ansonsten sehr temperamentvolle Maschine im unteren Drehzahlbereich an Elastizität zu wünschen übrig. Der Motor nimmt bei 2500 Umdrehungen nur widerwillig Gas an. Der Fiat 132 GLS 1800 auf Verbrauchswacht. Hier zeigt sich der Wagen von einer ausgesprochen angenehmen Seite. Bei zügiger Autobahnfahrt bleibt er mit 10,6 Litern deutlich unter der 11-Liter-Marke. Auf der Kurzstrecke, je nach Verkehr, 12 bis 14 Liter. Und auf der Landstraße, bei einem Durchschnitt von 85 Kilometern, 12,7 Liter. Das ergibt einen Testverbrauch von 12,9 Liter pro 100 Kilometer. Zum Vergleich, Peugeot 504 GL, 11,9 Liter auf 100 Kilometer, Audi 100 LS, 12,8, Opel Rekord 1900, 13,2. In den Tank des Fiat gehen 55 Liter. Das reicht also für knapp 430 Kilometer und ist zweifelsohne für ein Automobil der 70er Jahre und dieser Größenordnung zu wenig. Es muss super getankt werden. Bei Fiat in Turin gibt man sich in gewisser Weise optimistisch, dass die Zweitauflage des 132 doch einen Erfolg darstellt, ganz im Gegensatz zu der verunglückten ersten Version. Dieser Optimismus ist sicher bis zu einem gewissen Grad berechtigt
Und zwar, wenn wir den Preis dieses Automobils betrachten. 11.700 Mark bei einer nahezu kompletten Ausstattung, das ist sicher ein Wort, das viele gerne hören. Trotzdem bleiben zwei Punkte, die nicht übersehen werden können und die wir leider unter negativ einstufen müssen. Zum einen ein Kofferraum, der den Vergleich mit der deutschen Konkurrenz, was Größe und Raumaufteilung angeht, unter gar keinen Umständen aushält. Und zum anderen ein Armaturenbrett, bei dem die Stilisten erstens keine sehr glückliche Hand entwickelten und bei dem zweitens bei den Instrumenten Spiegelungen entstehen. Ein Wort noch zur Verarbeitung und der Qualität der verwendeten Materialien. Fiat hat in den vergangenen Jahren auf diesem Sektor eine ganze Menge nachgeholt und geleistet. Der Erfolg ist in jedem Detail sichtbar und wird noch durch eine Hohlraumversiegelung und eine Lackierungsgarantie zusätzlich unterstrichen. In früheren Zeiten hatte manches Testobjekt aus Italien bei der Kälteprüfung mit erheblichen Schwierigkeiten zu kämpfen. Manchmal gelang es nur mit vielen Tricks und ebenso viel Mühe oder auch überhaupt nicht, die Motoren zum Leben zu erwecken. Auch das scheint nunmehr endgültig der Vergangenheit anzugehören. Auf immerhin minus 15 Grad unterkühlt beantwortet der Fiat 132 die Frage nach seinen Kaltstartqualitäten. Zwar nicht wie aus der Pistole geschossen und im Handumdrehen, aber die Maschine und ihre Aggregate lassen keinen Zweifel daran, dass sie mit solchen Temperaturen fertig werden. Einen sicheren Start bei hohen Minustemperaturen gut in den Griff zu bekommen, setzt die richtige Abstimmung vieler technischer Details voraus. Erheblich einfacher ist es, die mit der Heizung verbundenen Fragen zu lösen. Unter diesem Gesichtspunkt kann nur schwer verstanden werden, dass Dosierung und Wirkung der Innenraumwärme beim 132 sich bestenfalls das Prädikat unzureichend verdienen. Über die äußere Aufwertung des Fiat 132 haben wir als eine im Großen und Ganzen geglückte und funktionelle Angelegenheit bereits gesprochen. Aber auch am Fahrwerk musste einiges geändert werden und dabei hatten es die Techniker in Turin wahrlich nicht einfach. Denn es konnte nicht von vornherein neu konzipiert, sondern nur retuschiert werden. Mit einer anderen Bereifungsgröße, jetzt 185/70 SR13, progressiven Stoßdämpfern und einem Querstabilisator ging man recht gründlich ans Werk. Mit dem Ergebnis, dass der 132 zwar immer noch ein wenig untersteuert, also in scharf gefahrenen Kurven mit dem Heck nach außen drängt, dass sich aber im Übrigen dieses Automobil recht unproblematisch fahren lässt. Mit anderen Worten, der 132 reagiert nicht überraschend und abrupt. Vernünftig gefahren, verhält er sich auch vernünftig. Außerdem absorbiert nunmehr das Fahrwerk Bodenunebenheiten besser als zuvor. Auf diesem Sektor werden gute Werte geliefert. Die gerade Auslaufeigenschaften haben an Stabilisierung gewonnen, sodass sicher die Bemerkung angebracht ist, dass der Fiat 132 auf diesem Sektor einen guten und soliden Gegenwert bietet. Test der Seitenwindempfindlichkeit. Die Windmaschine bläst im rechten Winkel zur Fahrbahn Luft mit einer Geschwindigkeit von 100 Kilometern pro Stunde. Wir fahren ohne Gegensteuern durch diese heftige Böe. Der Wagen reagiert gelassen, gelassener als manch einer der direkten Konkurrenz. Abweichung vom ursprünglichen Kurs 2,60 Meter. Die Bremsanlage muss mit einem Eigengewicht von rund 1130 Kilogramm fertig werden.
Als Zuladung sind übrigens rund 400 Kilogramm, natürlich einschließlich des Fahrers und der Fahrgäste, erlaubt. Wie in dieser Klasse üblich, geht der 132 mit 4 Scheibenbremsen ans Werk. Gründlich, zuverlässig, standfest. Der Wagen bleibt vorbildlich in der Spur. Der Bremsdruck ist leicht dosierbar. Die Bremsen fassen weich und trotzdem fest. Aus 100 Kilometern Geschwindigkeit steht der Wagen bei einer Vollbremsung nach 51 Metern und 80 Zentimetern. Der gediegene Eindruck, den der Fiat 132 hinterlässt, wird auch bei dieser Wasserdurchfahrt nicht gemindert. Die empfindlichen Aggregate der Maschine sind gut abgeschirmt, nasse Füße bleiben einem erspart. Unter der Berieselungsanlage, die so etwas wie einen wolkenbruchartigen Regen produzieren kann und hier auch produziert, zeigt sich allerdings, dass die Scheibenwischer mit einer zu geringen Geschwindigkeit laufen. Unter bestimmten Wetterbedingungen wird so besondere Sorgfalt des Fahrers eine Voraussetzung für sichere Fortbewegung sein müssen. Im Übrigen ist das freigemachte Wischerfeld groß genug. Beim Fiat 132 handelt es sich ohne Zweifel um ein ausgewachsenes Familienauto. Dass die direkte und präzise Lenkung, das Lenkrad ist übrigens verstellbar, beim Rangieren oder insbesondere bei langsamer Fahrt nach kräftigem Zupacken verlangt, muss das Fahrvergnügen nicht unbedingt mindern. Störend dagegen ist der für die Außenabmessung des Fahrzeugs zu große Wendekreis von 11,60 Metern. Das kann sich je nach Verkehrssituation öfters negativ bemerkbar machen, als einem lieb ist. Fassen wir also zusammen. Es besteht kein Zweifel, dass der Fiat 132 GSL in seiner zweiten Auflage Fortschritte gemacht hat. Es bestand bei diesem von Anfang an nicht sehr glücklichen Modell natürlich nur die Möglichkeit der Retusche und der Korrektur. Beide haben indessen nicht so viel gebracht, wie es notwendig gewesen wäre, um aus dem einstigen Mauerblümchen einen Strauß zu zaubern. Und dies trotz eines nicht ungünstigen Preises von 11.700 Mark. Für diese 11.700 Mark kauft man nicht nur Sicherheit, Wirtschaftlichkeit, Bequemlichkeit und eine gute Leistung, sondern auch eine ganze Reihe von Minuspunkten ein, die störend oder zumindest ärgerlich sind. Hier noch einmal die wesentlichsten Messergebnisse. Beschleunigung von 0 auf 100, 11,3 Sekunden. Beschleunigung von 80 auf 120, 9,1 Sekunden. Höchstgeschwindigkeit 171 Kilometer pro Stunde. Bremsweg aus 100 Kilometern 51,80 Meter. Seitenwindabweichung 2,60 Meter. Wendekreis 11,60 Meter. Innengeräuschmessung 76 Phon. Testverbrauch 12,9 Liter. Preis 11.700 Mark.